Guten Tag, ich bin Emilia und ich freue mich, dass du heute hier bist. Ich möchte dir heute über etwas sprechen, das viele Menschen kennen. Du lernst Deutsch. Du arbeitest jeden Tag daran, aber irgendwie fühlt es sich an, als ob es einfach nicht schnell genug geht. Kennst du dieses Gefühl? Dann bleib bitte dabei, denn genau darüber möchte ich heute sprechen. Ich erinnere mich noch gut an eine Zeit, als ich selbst eine neue Sprache lernte. Ich war sehr fleißig. Ich lernte Vokabeln. Ich hörte Podcasts. Ich schaute Filme in der Fremdsprache. Jeden Tag, ohne Pause. Aber nach einigen Monaten fragte ich mich, warum fühlt sich mein Fortschritt so langsam an? Ich arbeitete doch so hart. Damals verstand ich noch nicht, wie Sprachen wirklich im Gehirn funktionieren. Vielleicht geht es dir genauso. Vielleicht lernst du fleißig Deutsch, aber du hast das Gefühl, dass andere schneller vorankommen. Oder du weißt viel Grammatik auswendig, aber im Gespräch kommen die Wörter einfach nicht. Das ist eine sehr frustrierende Erfahrung, das weiß ich. Aber lass mich dir etwas sagen. Du machst wahrscheinlich nichts falsch. Es gibt einige ganz natürliche Gründe, warum das Lernen einer Sprache Zeit braucht. Und wenn man diese Gründe versteht, fühlt sich alles ein bisschen leichter an. Der erste Grund ist das sogenannte Plateau. Beim Sprachenlernen gibt es Phasen, in denen man schnell Fortschritte macht. Dann kommen Phasen, in denen es sich anfühlt, als ob man stehen bleibt. Diese Pausen sind aber keine echten Pausen. Dein Gehirn arbeitet weiter, auch wenn du es nicht siehst. Es sortiert Informationen, es verbindet neue Wörter mit alten Erinnerungen. Es baut langsam eine innere Struktur auf. Das ist wie Wurzeln, die unter der Erde wachsen, bevor die Pflanze aus dem Boden kommt. Stell dir vor, du pflanzt einen Baum. In den ersten Wochen siehst du nichts. Du gießt ihn jeden Tag. Du wartest. Nichts passiert. Aber unter der Erde passiert sehr viel. Und dann, eines Tages, kommt plötzlich ein kleiner grüner Stängel heraus. So ist es auch mit Deutsch. Der zweite Grund ist die Qualität der Übung, nicht nur die Menge. Viele Lernende machen viel, aber sie machen immer dasselbe. Zum Beispiel immer nur Vokabelkarten anschauen oder immer nur Grammar-Übungen machen. Das ist zwar nützlich, aber es reicht nicht. Das Gehirn braucht Abwechslung. Es braucht verschiedene Arten von Input. Was bedeutet das konkret? Es bedeutet, Deutsch in verschiedenen Kontexten zu erleben. Nicht nur lesen, sondern auch hören. Nicht nur Grammatik lernen, sondern auch sprechen. Nicht nur Übungen machen, sondern auch echte Texte lesen. Zum Beispiel einfache Zeitungsartikel, Kurzgeschichten oder eben Podcasts wie diesen hier. Hast du schon mal versucht, auf Deutsch zu denken? Einfach im Alltag, während du Kaffee kochst oder spazieren gehst. Du musst nicht laut sprechen, nur leise in deinem Kopf. Das klingt vielleicht seltsam, aber es ist eine sehr kraftvolle Methode. Denn dabei benutzt du Deutsch in einem echten Moment deines Lebens. Und das Gehirn liebt echte Momente. Der dritte Grund ist Stress und Angst. Das wird oft vergessen, aber es ist sehr wichtig. Wenn wir Angst haben, Fehler zu machen, dann blockieren wir uns selbst. Wir sprechen lieber gar nicht, als dass wir einen Fehler machen. Aber Fehler sind nicht das Problem. Fehler sind der Weg. Ich möchte dir eine kleine Geschichte erzählen. Es gab einmal eine Studentin, nennen wir sie Mia. Mia lernte Deutsch seit 2 Jahren. Sie war sehr fleißig und sehr klug. Aber sie sprach kaum Deutsch, weil sie Angst hatte. Angst, falsch zu konjugieren. Angst, das falsche Genus zu benutzen. Angst, komisch zu klingen. Eines Tages war sie in einem deutschen Café. Der Kellner fragte sie etwas auf Deutsch. Mia schluckte. Ihr Herz schlug schneller. Und dann sagte sie auf Deutsch, ich möchte einen Kaffee, bitte. Der Kellner lächelte und antwortete auf Deutsch. Mia verstand nicht alles, aber sie verstand genug. Nach diesem Tag begann sie anders zu lernen. Sie sprach mehr, auch wenn es nicht perfekt war. Sie machte Fehler, und das war in Ordnung. Denn jeder Fehler lehrte sie etwas Neues. Nach weiteren 6 Monaten sprach sie fließend einfaches Deutsch. Nicht perfekt, aber fließend. Und das reichte. Was können wir von Mias Geschichte lernen? Dass Fortschritt nicht von Perfektion kommt, sondern von Mut. Der Mut, es einfach zu versuchen. Der Mut, einen Fehler zu machen und trotzdem weiterzumachen. Jetzt möchte ich dich etwas fragen. Wie lernst du Deutsch? Was machst du jeden Tag? Hörst du Podcasts wie diesen? Schreibst du kleine Texte auf Deutsch? Schreib mir gerne in die Kommentare, wie dein Lernalltag aussieht. Ich freue mich wirklich über jeden Kommentar, das ist keine Übertreibung. Denn wenn ich lese, wie andere lernen, lerne ich selbst auch etwas Neues. Der vierte Grund, warum Deutsch manchmal langsam vorangeht, ist das fehlende Eintauchen. Auf Englisch nennt man das Immersion, auf Deutsch könnte man sagen, das Eintauchen.
Das bedeutet, sich so oft wie möglich in der deutschen Sprache aufzuhalten. Nicht nur 1 Stunde pro Tag lernen und dann wieder auf die eigene Sprache wechseln, sondern so viel Zeit wie möglich mit Deutsch verbringen. Das muss nicht schwer sein. Du kannst dein Handy auf Deutsch umstellen. Du kannst deutsche Musik hören, während du arbeitest. Du kannst deutsche Serien schauen, zuerst mit deutschen Untertiteln. Oder du kannst einfach diesen Podcast hören, genau wie jetzt. Das Interessante ist, auch wenn du nicht jedes Wort verstehst, ist es trotzdem sehr nützlich. Dein Gehirn hört die Melodie der Sprache. Es hört die Rhythmen und die Muster. Es lernt, wie Deutsch klingt. Und das ist ein wichtiger Teil des Lernens. Ein weiterer Punkt ist Geduld mit sich selbst. Wir leben in einer Welt, in der wir alles sofort haben wollen. Wir möchten schnell Ergebnisse sehen. Aber Sprachen brauchen Zeit. Das ist keine Schwäche. Das ist Biologie. Das menschliche Gehirn braucht Wiederholung und Zeit, um eine Sprache wirklich zu verinnerlichen. Es gibt Studien, die zeigen, dass ein Erwachsener mehrere 100 Stunden braucht, um eine neue Sprache gut zu sprechen. Das klingt nach viel. Aber wenn man jeden Tag 1 Stunde übt, dann sind das weniger als 2 Jahre. Und in 2 Jahren kann sehr viel passieren. Ich möchte dir auch sagen, vergleiche dich nicht mit anderen. Das ist ein Fehler, den viele machen. Du siehst jemanden, der nach 3 Monaten schon fließend spricht, und du denkst, warum kann ich das nicht? Aber jeder Mensch ist anders. Jedes Gehirn ist anders. Manche Menschen lernen Sprachen sehr schnell. Andere brauchen mehr Zeit, aber sie verstehen die Sprache dann vielleicht tiefer. Das ist kein Wettbewerb. Es ist eine persönliche Reise. Und weißt du, was das Schönste an dieser Reise ist? Jeder kleine Moment des Verstehens ist ein Sieg. Das erste Mal, wenn du einen deutschen Witz verstehst. Das erste Mal, wenn du einen deutschen Satz hörst und ihn sofort verstehst, ohne nachzudenken. Das erste Mal, wenn du auf Deutsch träumst. Diese Momente sind magisch und sie kommen, wenn du weitermachst. Ich möchte jetzt über eine Methode sprechen, die mir persönlich sehr geholfen hat. Es ist die Methode des aktiven Zuhörens. Was bedeutet das? Es bedeutet nicht nur nebenbei zuzuhören, sondern wirklich aufmerksam zu sein. Wenn du diesen Podcast hörst, versuche, die Wörter zu verstehen. Wenn du ein Wort nicht kennst, mach eine Pause. Denke kurz nach. Kannst du es aus dem Kontext verstehen? Oft kann man das. Und wenn du ein Wort aufschreibst, das du nicht kennst und es später nachschaust, dann merkst du dir dieses Wort viel besser, denn du hattest einen echten Moment des Nichtverstehens und dann einen echten Moment des Lernens. Das Gehirn liebt diese echten Erfahrungen. Sie bleiben hängen. Es gibt noch einen letzten Punkt, den ich ansprechen möchte. Es ist die Freude am Lernen. Wenn Deutsch für dich nur Pflicht ist, wird es schwerer sein. Wenn Deutsch für dich auch Freude macht, wird es leichter sein. Versuche, Themen zu finden, die dich wirklich interessieren, und dann lerne diese Themen auf Deutsch. Liebst du Kochen? Dann schau deutsche Kochvideos. Liebst du Musik? Dann höre deutsche Musik und lies die Texte. Liebst du Geschichte? Dann lese einfache Texte über deutsche Geschichte. Wenn der Inhalt interessant ist, lernt man die Sprache fast ohne es zu merken. Das war eine meiner wichtigsten Erkenntnisse beim Sprachenlernen. Als ich anfing, über Themen zu lernen, die mich wirklich interessierten, hörte das Lernen auf, wie Arbeit zu fühlen. Es wurde zu etwas, auf das ich mich freute. Und das machte einen riesigen Unterschied. So, jetzt sind wir schon fast am Ende dieser Episode. Ich hoffe, dass du heute etwas Nützliches mitgenommen hast. Vielleicht hast du verstanden, warum dein Fortschritt manchmal langsamer ist als erhofft. Und vielleicht hast du auch ein paar Ideen bekommen, wie du dein Lernen ein bisschen verändern kannst. Die wichtigsten Punkte noch einmal zusammengefasst. Sprachen brauchen Zeit. Und das ist völlig normal. Qualität der Übung ist wichtiger als die bloße Menge. Fehler machen ist gut, denn Fehler helfen uns zu lernen. Eintauchen in die Sprache hilft enorm, auch passiv. Und die Freude am Lernen macht den größten Unterschied. Wenn dir diese Episode gefallen hat und du dein Deutsch weiter verbessern möchtest, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du diesen Kanal abonnierst. So verpasst du keine neue Episode. Und wenn du heute etwas gelernt oder etwas gefühlt hast, dann gib der Episode gerne einen Daumen hoch. Das hilft mir sehr und es sagt mir, dass diese Art von Inhalt für dich nützlich ist. Schreib mir auch gerne in die Kommentare, was ist deine größte Herausforderung beim Deutschlernen? Ich lese alle Kommentare und manchmal antworte ich auch persönlich.
denn ich glaube, dass Lernen besser ist, wenn man es gemeinsam tut. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag oder einen schönen Abend, je nachdem, wann du das hörst. Bleib neugierig, bleib geduldig und vergiss nicht: Jeder Tag, an dem du Deutsch hörst, ist ein guter Tag. Bis zur nächsten Episode. Tschüss und mach's gut.